Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute geht es um eine kleine Bekrönung für ein Modellbauschiff im Maßstab 1:50. Das sind sehr kleine Figuren, 17 mm nur groß. Natürlich ist das auch stark vereinfacht. Das ist jetzt keine detailliert oder extrem detailliert ausgearbeitete Arbeit, sondern natürlich musste das vereinfacht sein, weil auch der Architekt oder der Grafikdesigner, die vielleicht zusammengearbeitet haben, die den Entwurf erstellt haben, das sehr skizzenhaft, rudimentär gezeichnet haben. Und genau so sollte das dann auch angewendet werden, eben auf die plastische Schnitzarbeit. Und so habe ich es versucht umzusetzen. Das zeige ich dir hier noch als kleines Nugget dann im Verlauf dieses Videos. Aber jetzt hier nochmal ein kleiner Werbeblock, Werbung in eigener Sache. In den letzten Jahren haben sich noch ein paar Arbeiten angesammelt, die hier neben mir gerade stehen, die ich nochmal rausgesucht habe, die ich gefunden habe. Vielleicht suchst du noch ein Weihnachtsgeschenk, bist unentschlossen, dann kann ich dir das am Montag direkt auch noch abschicken. Sag mir da gerne Bescheid. Ich zeige dir kurz, was hier alles zu finden ist. Ich habe hier ein paar Krippenfiguren. Die hat jetzt eine Frau bei mir bestellt. Die habe ich noch kurz vor Weihnachten fertig gemacht. Die sind jetzt leider schon vergeben. Das sind gedrechselte Krippenfiguren. Da habe ich schon einige gemacht und da mache ich dann jedes Jahr ein paar. 3 Stück immer so, kosten um die 100 Euro. Ist jetzt hier aus Eiche geölt. Natürlich ist das Handarbeit. Das ist auch ein gerechtfertigter Preis. Wenn das also jemand selbstständig natürlich produziert, ist das natürlich alles nicht so ohne. Aber das kannst du bei mir gerne vorbestellen, wenn du sowas haben möchtest. Aber dann habe ich hier noch was du sofort kaufen kannst. So ein Räucherhaus, was hier mal noch nicht weggegangen ist. Da habe ich noch eines. Wenn du sagst, du möchtest gerne so einen Pilz haben, für 100 Euro kann ich dir diesen sofort auch losschicken. Dann habe ich noch einige Schalen aus Ahorn. Die kosten 25 Euro pro Stück. Kannst du auch gleich 2 nehmen und noch irgendwie an jemand verschenken. Hat hier so einen Durchmesser von, ich würde sagen, knapp 30, vielleicht 28 cm. Die hier sieht noch etwas schöner aus. Die hat so eine Riegel-Ahorn-Optik. Wenn ich das hier so ein bisschen bewege im Licht, dürfte man das jetzt hier sehen, dass das so leicht schimmert. Finde ich eigentlich sehr schön. Hat so ein bisschen einen Designer-Effekt. Ist sehr schön leicht. Kostet auch 25. Dann habe ich hier noch ein paar Bergleute. So wie sie hier sind, kannst du mir dazu gerne einen Preisvorschlag senden. Im Laden ist natürlich sowas immer recht teuer. Bei mir kriegst du es auf jeden Fall günstiger. Wenigstens die Hälfte bin ich bereit, das günstiger zu machen, als wie es im Laden kosten würde. Natürlich sind die roh, nicht bemalt. Die musst du noch irgendwie bemalen oder malen lassen. Aber vielleicht findest du da jemand oder kennst jemanden, der das hobbymäßig toll kann. Das ist einer in der Freiberger Uniform. Also aus Sachsen-Freiberg kommt diese Tracht. So ist er gestaltet. Muss ich den mal kurz abstellen. Und dann habe ich noch einen in der Annaberger Tracht, also mit diesem Tuch hier oben, was dann immer so schön weiß gestaltet ist. Der hat auch noch einen Stutzen und eine Hacke, die ist aber im Karton gerade, ist aber auch noch dabei. So, dann hätte ich hier noch eine Dose aus Ahorn mit saugender Passung und die ist schön tief, hohl. Also die hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Natürlich ist das irgendwie so ein Designerobjekt, sieht so ein bisschen modern aus, fast schon wie so ein Salzstreuer, aber ist trotzdem natürlich wesentlich dicker. Fand ich eigentlich sehr toll und für 30 Euro gebe ich die auch ab. Dann ist hier noch eine etwas künstlerische Arbeit und zwar, jetzt muss ich mal noch in die Kamera reinsprechen, dass man mich noch gut hören kann, ist das dieser Junge, der, wie soll ich sagen, mit dem Krokodil hier spielt, aber eigentlich wirft er so seinen angebissenen Apfel, den er fast aufgegessen hat, in das Maul des Krokodils und die Farben des Apfels widerspiegeln sich im Container, also das hier soll ein Container sein und in den Fässern, also das steht für die Seeschifffahrt und dass da so Sachen über Bord gehen, zum Beispiel dieses Gelb erinnert natürlich an den Atommüll und diese Umweltverschmutzung und wie das dann sozusagen wieder in den Nahrungskreislauf zurückkommt, also eine durchaus philosophische Arbeit, da klingt vieles mit an, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ich in dem Falle.
und die kann ich dir gerne anbieten. Das haben Leute immer sehr gerne angeschaut, diese Arbeit. Das wäre auf jeden Fall ein toller Hingucker. Es gab ja einen Mann, der wollte 600 € dafür ausgeben, aber wie das dann so ist, seine Frau war mit dabei und er ist also nicht nochmal wiedergekommen. Ich könnte dir das für 500 € netto anbieten, dann noch plus Mehrwertsteuer und Versand, wo wir dann ungefähr nicht ganz da landen werden. Also wenn es dir das wert ist, kannst du mich auch damit gerne natürlich unterstützen und hast eine schöne Hinguckerarbeit, die du an die Wand hängen kannst. Also die kann man hinten so an die Wand aufhängen mit einem Aufhänger. Musst du halt was in die Wand machen. Gut. Das wäre es dann erstmal gewesen. Überlege da gerne nochmal, schau es dir gerne an in Ruhe. Wie gesagt, du kannst diese gedrechselten Figuren auch in Auftrag geben oder andere Arbeiten. Dann wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß bei dieser Schnitzarbeit und dieser Bekrönung für das Modellbauschiff. Den Castello-Buchsbaum säge ich mit der Laubsäge aus. Elektrische Maschine ist natürlich auch zu empfehlen oder eine Feinschnitt-Bandsäge, dann klebe ich das auf ein Klebefutter auf mit einem Blatt Papier dazwischen auf eine Arbeitsplatte, wird dann oben nochmal eine Spannplatte draufgelegt mit Schraubzwingen schön festgespannt, dass das richtig dicht sich hier verbindet mit diesem Blatt Papier und dann kann ich schnitzen. Ich habe jetzt hier den Castello-Buchsbaum aufgeklebt. So eine Arbeitsplatte, die ist hier auf der Schnitzkugel entsprechend festgeschraubt. Da kann ich das Ganze drehen und auch also im Licht kippen. Das mache ich jetzt aber nicht, dass ich die Einstellung wieder genau habe. Ja, da habe ich hier die kleinen Schablonen mit einem Pünktchen Leim jeweils festgeklebt und kann jetzt schnitzen. Also das Papier ist einfach hier dazwischen geklebt, dass ich das sehr einfach wieder abspalten kann, aber auch schön eingespannt schnitzen kann. Das würde ich eingespannt schnitzen, diese kleinen Dinger, weil ich hier eine exakte Schnittführung brauche. Ich kann das auch schön an der Hand schnitzen, klar, ohne Frage, weil es ist ja sehr klein. Aber ja, bei diesen Reliefarbeiten, da beliebt mir das doch schon, dass ich immer genau hier rauf gucken kann auf die Vorlage. Sieht jetzt ein bisschen wüst aus. Das hat wahrscheinlich irgendjemand am Computer ja einfach nur behelfsmäßig gezeichnet für den Bauplan des Schiffes. Ist nicht super exakt, aber ich sehe durch und so ist es auch gewünscht. Es soll nicht noch detaillierter werden. Ja, dann richte ich mich natürlich auch danach und arbeite in diesem schönen festen Holz. Mal sehen, wie sich das machen lässt. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass das vernünftig geht. Gebe den Figuren einfach so ein bisschen Kante, indem ich das hier zum Beispiel, diesen Arm so ein bisschen abschraffiere, weil ich weiß, dass der Kopf einfach in einer anderen Achse liegt. Also jetzt ungefähr hier so, ja, wenn die Kugel, das Ei hier so ist, hat er hier vorne diese Linie und gehen die Haare so weg. Also dass das Gesicht so ein bisschen nach da guckt, das kann ich ungefähr absehen. Der Arm wird etwas tiefer sein. Der hier ist sehr verzerrt. Also das bastel ich mir so zurecht, dass ich diese Schrägen ein bisschen anschnitze, ranschneide. Wie könnte das gemeint sein? Versuche da durch diese Schrägen eine Formgebung hinzubekommen. Und wenn ich das hinbekommen habe, gehe ich dann in die Details. Sprich, dass ich dann genaue Kanten schneide, konkret werde, die Form sozusagen noch mehr stabilisiere. Durch die Außenkante ist das ja schon gegeben, aber das kann ich auch hier in den inneren Bereichen natürlich sehr genau abstechen. Und dieses Holz macht es mir ohnehin leicht, genau zu werden, weil sich hier kleine Kanten und so sehr exakt abbilden. Ja, das wird natürlich ein bisschen lästig hier das Ganze, ziemlich klein. Deshalb werden so Augen auch nur mit einem einzigen Stich dann angedeutet, also als so Kante, die eben die Form unterbricht und da ein Absatz entsteht. Aber Augen kann man in dem Sinne nicht wirklich schnitzen. Die Figuren sind so klein, dass ich hier schon von einem Halbrelief sprechen kann in dieser Materialstärke, weil das Volumen nach hinten doch eine gewisse Dominanz hat. Beim Anlegen gehe ich halt von den höchsten Punkten aus und schneide mir so Flächen ran, gebe dadurch die Blickrichtung der Köpfe zuerst vor
Und dann kann ich zum Beispiel die Ohren des Löwen zurückschneiden, den Arm der Jungfrau oder die Schienbeine der Putte. Ja, dadurch kommen die Füße raus. Und so gehe ich halt vor, dass ich mir die höchsten Stellen suche und dann zum Beispiel das Kinn herausarbeite. Ja, da muss ich ja was wegschneiden, dass das schön rauskommt. Und das ist einfach ein logischer Abarbeitungsprozess. Das kann ich sehr toll machen mit so einem Geißfußstich 14, 6 mm oder einem Hullbohrerstich 11, 3 mm und dann nehme ich natürlich Balleisen, schneide diese Flächen schön glatt und gerade, ja, dass die eine plastische Formgebung bekommen. Die Augen tue ich natürlich nur stilisiert darstellen, weil das auch so gewünscht war. Ich kann ja nicht weiter ins Detail gehen, das Ganze muss als Gesamtheit wirken und dann ist es eben diese Geduld, Fleiß und Sauberschnittsarbeit, dass ich das Ganze eben auf ein gewisses, ja, glattes Niveau bringe und vor allem die ganzen Ecken schön sauber schnitze und die Fusseln beseitige und es lässt sich in dem Holz aber immer super machen, also nicht von diesem harten Holz abschrecken lassen, sondern das ist gerade der Vorteil, dass ich da auch im Detailbereich natürlich hervorragend hier auch arbeiten kann. Ich bin jetzt hier am Schluss angelangt. Die beiden Figuren habe ich schon mal abgespaltet und die werden dann hinten einfach nur so abgeschliffen. Das ist also hier schon sauber. Die kommen links und rechts hin, sind halt wirklich sehr, sehr klein. Und dass ich die nicht verliere, habe ich die mal hier in diese Plastikschale reingelegt. Stilisiert, geschnitzt natürlich aus Castello Buchsbaum. Das Ganze lässt sich übrigens sehr gut schnitzen. Das ist ja so ein, ja, wie soll ich sagen, wir haben hierzulande, kennen wir vielleicht die Scheinakazie und der Castello Buchsbaum ist also sowas Ähnliches. Es gibt den richtigen, echten europäischen Buchsbaum, der ist irgendwie ein bisschen härter, ein bisschen fester, würde ich sagen. Und das wächst anscheinend noch etwas größer. Dieses Holz kommt dann, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, aus Süd- oder Nordamerika. Und ist irgendwie nicht, hat nicht ganz so diese Oberfläche, lässt sich aber sehr toll bearbeiten und sieht vom Farbton her fast genauso aus, also mit sehr, sehr ähnlichen Eigenschaften. Ja, mich hat hier jemand besucht, der hat hier was abgeholt und der hat dann hier einen Blick drauf geworfen und meinte, das hält wirklich, man kann damit schnitzen. Also man hat gesehen, indem ich hier nur ein bisschen Leim, ganz wenig raufschmiere und drücke das mit einer Schraubzwinge einfach fest an die Oberfläche, habe ich hier eine feste Verbindung. Ich habe das zum ersten Mal kennengelernt bei Drechslern, die also so ganz spezielle Schalen aufgespannt haben. Früher, wo es noch keine Vakuumspanntechnik gab, hat man also auch so durchaus drechseln können. Wenn man das genau zentriert, kann man damit also auch kleine Teile für Sonderanfertigungen sehr präzise drehen und dann auch abspalten und dadurch eben auch, hat man keinen Materialverlust. Und wenn man das dann einfach hier in Faserrichtung über so ein Stückchen Schleifpapier rüber zieht, ein paar Mal, ist das Papier weg und das ist genau gerade und sauber. Also da kann man auch tolle Ergebnisse erzielen und das kenne ich eben auch so von Schnitzern, die das auch so aufgespannt haben mit dieser Papiertechnik. Muss halt schön gerade sein. Öfters kann man das jetzt nicht verwenden, da muss man es irgendwann austauschen, das Abfallstück, das ist klar. Und wenn man richtig viele Teile in dieser Richtung produziert, dann würde ich mir hier irgendwie ein paar Schrauben reinmachen und die irgendwie spitz feilen und dann das Lindenstück könnte man auch aufschlagen auf die 3, 4 Dorne oder so, dass das dann hält und ein paar Stiche raufsetzen, einen Baum oder keine Ahnung, irgendwas. Für Kuckucksuhren geht es zum Beispiel dann noch schneller, wenn man da ein paar Metallstifte hat und schlägt das da auf, aber so hier für meine Zwecke jetzt optimal geeignet. Weil das ist eben auch was sehr Kleines, Präzises, wo ich auch genau arbeiten muss. Da kann ich eben schön mit beiden Händen stechen und sehr gut führen. Wenn ich das nur in der Hand schnitze, ist das mit den genauen Stichen manchmal auch nicht so optimal. Jetzt spalte ich das eben noch runter und dann werde ich von hinten nochmal die Kante brechen, das wegschleifen, die Durchbrüche noch ein bisschen nacharbeiten, die ganzen Fusseln wegschnitzen und dann ist das auch recht zügig dann geschehen, das Ganze.
So, man hat schön gesehen, das ging doch wunderbar abzuspalten. Habe ich eben einfach hier das Balleisen genommen, die Phase macht ja gleich wie so ein Keil. Kann ich das hier runterfahren, hebt das so ein bisschen hoch. Wenn das Werkstück sehr groß ist, macht man eben nur ein paar Punkte mit Leim, ja, dass man nicht alles einschmiert. Ich habe mal so einen großen Rahmen geschnitzt und alles mit Leim eingeschmiert. Ja, da musste ich aber mehrere Balleisen darunter jagen und dann ist das in einem Ruck runtergekommen. Da kann man sich also hier bei so dünnen Stellen auch das zerbrechen. Da muss man eben ein bisschen intelligent arbeiten. Wenig Leim nehmen, dünnen Leim nehmen oder ein bisschen wässrigen Leim. Natürlich darf er nicht durchschlagen, das ist klar. Bei dem Papier, das funktioniert aber. Man sieht ja hier, dass sich das voneinander trennt. Das Papier in der Mitte irgendwie sich aufspaltet. Keine Ahnung, welche genauen Eigenschaften das jetzt hat, dass das so toll funktioniert. Auf jeden Fall geht es. Ist eine altbewährte Technik. Kann ich nur empfehlen. Kann man verschiedenste Sachen machen und das ist ja logisch, wenn ich das hier irgendwo mal ein bisschen wegschleife. Ich kann auch schnitzen, Querschnitte bei Familienwappen oder so, wenn ich das so aufklebe oder wenn es eben besonders klein ist und dann spalte ich das runter und schnitze hinten einfach mit dem Flacheisen ein bisschen quer, dann ist es auch weg. Wenn man nicht schleifen kann, ja, weil das zum Beispiel zu friemelig ist oder man keine Maschine hat, kann man es natürlich auch andersweitig entfernen. Okay, ich bin also ganz zufrieden. Werde dann auch noch schön meine Durchbrüche hier säubern können. Dann sieht das natürlich auch noch mehr vollendet aus. Die sind auch hier schon leicht vorgesägt. Da kann ich also dann einfach weiterarbeiten. Und hier auch. Also ich denke, das hat ganz gut funktioniert und das Holz war wieder mal eine schöne Notiz für mein Gedächtnis der Möglichkeiten, die die Schnitzerei bietet, wo ich eventuell auch mal was Eigenes nutzen oder für eigene Zwecke das Ganze nutzen kann. Wenn es dir gefallen hat, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gib mir hier gerne einen Daumen nach oben. Lass auch gerne ein Abo da. Abonniere gerne den Kanal, dann verpasst du natürlich keine dieser Videos mehr, die regelmäßig erscheinen sollen. Schreib gerne einen Kommentar unter das Video. Dann kann ich natürlich auch abschätzen, was dir gefallen hat oder wo man noch Dinge verbessern kann, gerne unter das Video schreiben. Ich blende hier auch mal meinen PayPal-Link ein. Da hast du natürlich die Möglichkeit, mich direkt zu unterstützen, wenn du sagst, du findest das super und möchtest mich hier gerne ein bisschen fördern. Natürlich kostet das alles Geld, Video, Technik, Computer, Speichermedien. Also da hängt einiges dran und natürlich auch die ganze Produktion, der Zeitaufwand und so weiter. Also das kann man nicht unterschätzen und die Werbung, die hier läuft, kann natürlich nur zu einem Bruchteil das Ganze refinanzieren. Aber das ist natürlich klar kostenlos auch für die Zuschauer hier gestaltet. Also da muss sich keiner genötigt fühlen, mich irgendwie zu unterstützen. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir ein gesegnetes, schönes Weihnachtsfest mit deinen Angehörigen, Familie und deinen Liebsten. Dann auch eine gute Zeit zum Schnitzen wünsche ich natürlich während dieser Zwischentage vielleicht das nochmal zu nutzen, um etwas Schönes zu schnitzen oder vielleicht vorher, wenn man nochmal dazu kommt, wünsche ich dir viel Freude in den letzten Zügen für deine Weihnachtsgeschenke und wie gesagt natürlich hier nochmal das Angebot, bei mir etwas vorzubestellen, vielleicht für nächstes Jahr mal sowas drechseln zu lassen. Da habe ich gerade viel Freude dran gehabt, solche Figuren zu machen. Das ist natürlich auch was Individuelles, was individuell gestaltet ist. Nimm es gerne in Anspruch. Das ist jetzt nicht die Riesenwelt und vielleicht macht es auch nicht jeder in so einer individuellen Form. Natürlich sind da auch hellere, andere Hölzer möglich. Oder gib hier etwas Spezielles in Auftrag, einen Volkskunstengel vielleicht aus deiner Familie, den du nochmal als Replik haben willst oder einen neu gestalteten Engel oder sowas, dann hier gerne Auftrag erteilen. Dann kann ich das auch direkt filmisch verarbeiten und auch hier für die Community zeigen. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Dann bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.